herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trackmania. Und in der letzten Folge haben wir die, was war das, Herbst 2023 Kampagne abgeschlossen. Und jetzt starten wir in die Snow Discovery Kampagne. Das heißt, wir lernen jetzt ein komplett neues Auto kennen. Wow, okay, interessant. Okay, Steuerung ist extrem direkt. Daran muss ich mich auf jeden Fall erstmal gewöhnen. Okay. Was? Das war schon Gold? Das war richtig scheiße. Easy die Autorenmedaille geholt, ey. Das war ja unfassbar easy. Die Zeiten waren da echt nicht hoch angesetzt, muss man sagen. Oh, okay. What the fuck, das steuert halt gar nicht auf Eis, Alter. Okay. Wie zur Hölle? Ich bin komplett schräg und trotzdem rutscht es einfach komplett weiter. Ich habe absolut keinen Grip auf dem Eis. Wie soll ich denn auf dem Eis steuern? Dieser Drift funktioniert mit diesem Auto scheinbar auch nicht, weil ich bin komplett seitlich, aber... Okay. Ich habe das Gefühl, da hätte es jetzt nichts wirklich geben können, was ich hätte anders machen können. Okay, und Autorenmedaille. Ja. Wirklich viel anders machen können hätte ich da auch nicht. Okay, ich habe aber auch das Gefühl, auch das normale Auto lenkt auf diesem Holz relativ direkt. Ja klar, da habe ich jetzt einmal zurückgesetzt. Das kann natürlich noch nicht perfekt sein. Ja, das lenkt mega direkt. Normalerweise bei so einer Kurve hätte ich jetzt gesagt, ich muss driften, um da rumzukommen. Aber auf dem Holz geht das klar. Nice. Und schon wieder, okay, die Autorenmedaillen in dieser Kampagne sind scheinbar extrem easy. Weil das ist jetzt schon die dritte, die ich bekommen habe.
von 4. Okay. Aber mit nassen Reifen habe ich absolut gar keinen Grip. Gut zu wissen. Okay, Gras. Und Plastik. Okay, es scheint sehr wenig Grip auf Plastik zu haben. Easy Gold wieder. Ah, okay, da mussten wir da diese Wand ausnutzen. Also die Medaillen sind ja echt easy. Ich glaube, dass diese Kampagne, falls da nicht noch irgendwas wirklich Schweres kommt, sollte kein allzu großes Problem sein tatsächlich. Oh, okay. Ja, da muss ich... Ach, verdammt, jetzt habe ich das schon berührt. Da muss ich jetzt natürlich erstmal die Linie hier durchlernen. Nice. Okay. Ah, wir wechseln wieder zu... Okay. Hätte ich da bremsen sollen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ding ist, ich hatte das Gefühl, dass ich sonst zu schnell bin für die Kurve, dass ich sonst nicht rumkomme. Das will ich jetzt aber nochmal gucken, ey. Wäre ich da rumgekommen? Weil die Steuerung ist halt schon sehr direkt, aber so direkt, dass ich da rumgekommen wäre, ich weiß nicht. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Okay. Das war wahrscheinlich nicht ideal. Okay, auf Dirt und auf Plastik muss ich auf jeden Fall noch herausfinden, wie es sich verhält. Das hat halt extrem viel Grip auf Asphalt. Aber auf... Okay, und ich glaube auch mehr Grip als das normale Auto auf im Wasser. Und auch mit nassen Reifen auf jeden Fall mehr Grip, ja. Aber da muss ich jetzt noch herausfinden, wie das am besten, wie das funktioniert hier mit dem... Das Problem ist, ich darf nicht zu quer gehen. Zu stark. Weil dann werde ich zu langsam. Okay. Das reicht aber tatsächlich noch gar nicht für Gold. Also die Goldzeit ist ein bisschen höher angesetzt.
Nice. Okay. Nee, okay, also die Kurve ist, glaube ich, definitiv... Ich versuch's nochmal. Aber ich glaube, die Kurve ist definitiv zu eng, als dass ich die... Na, okay, ist sie nicht. Never mind. Okay. Ja, schön. Nicht ideal. Okay, da weiß ich noch nicht, wie ich das am besten mache. Diese Kurve. Das ist halt nicht mal Silber. Kann ich hier vielleicht einfach... Oh, okay. Ich kann einfach da so an der Wand lang. Fehlt aber trotzdem noch echt viel auf Gold. Ja, das ist es, ne? Ja. Okay. Da lang hätte ich gemusst, okay. Wow. Okay. Scheinbar kann es auf diesem Holz tatsächlich auch flippen, wenn ich zu stark lenke. Das ist auch eine neue Erkenntnis. Boah, das ist gar nicht so easy, da dann tatsächlich die Kontrolle zu behalten, weil man so schnell ist. Wow, okay, fast geflippt.
Einfach nur, weil ich gebremst habe. Ich habe das Gefühl, ab dem Moment, wo man anfängt zu flippen, hört die Physik auf zu funktionieren. Wie die Physik eigentlich funktionieren sollte. Weil es macht wenig Sinn. Aber gut, dass die Physik in diesem Spiel nicht immer ganz realistisch ist, wissen ja, war ja schon einfach allein durch diesen komischen Eisdrift. Der macht ja auch wenig Sinn. Das ist es, oder? Ja. Nice. Okay, da muss ich dann wohl... Okay, aber mit dem Reaktor scheint das halbwegs zu funktionieren. Oh Gott. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja absolut grauenhaft. Okay, also mit diesem Reaktor kann man ein bisschen steuern auf dem Eis. Aber... Naja, ein bisschen, also so ein ganz kleines wenig. Ja, okay, klar. Bitte sag mir das Gold. Verdammt. Boah, ist das ein Müll, Alter. Das ist ja noch schlimm. Mit diesem Auto auf dem Eis zu fahren, ist ja noch schlimmer als mit dem normalen. Okay, aber das reicht. Ich weiß halt genau, wo ich mich verbessern muss. Und zwar auf diesem Teil, wo ich durchs Wasser fahre und dann auf das Holz gehe. Weil da komme ich jedes Mal an die Wand. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, ohne an die Wand zu kommen. Oh, okay. Das war nicht schlecht. Ja.
Sehr gut. Nice. Und damit haben wir wohl, ja, damit haben wir die Snow Discovery-Kampagne durch. Und überall mindestens Gold, bei 4 Strecken sogar die Autorenmedaille. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Schnitt. Und dann starten wir in der nächsten Folge in Winter 2024. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.